Da sind wir am Start. Die erste Session im Oxygen Gym steht bevor. Natürlich wird es eine Arm-Session. Die wird auf jeden Fall reinzwirbeln. Wir nehmen euch mit. Vorher wird auf jeden Fall noch ganz geladen. Ein paar Proben hatte ich noch im Koffer. Die werden verwendet. Crank Pump Pro immer mit dabei. Aktuell versuche ich noch ein bisschen meine Koffeinzufuhr zu drosseln. Ich habe morgens den Grizzly Shreds drin mit 15 Gramm, um die Fettverbrennung zu fördern. Aber vor dem Training gibt es nur was für einen Pump. Das soll doch reichen. Heute stehen wie gesagt Arme auf dem Programm, Schultern auch noch. Ihr kennt es, die gewohnte Manier. Mein Ziel ist es, nicht zu sehr abzuweichen von dem Plan, den ich die letzten Monate gemacht habe und der sich also wirklich gut funktioniert hat für die Arme. Die ganze Bewegungsausführung nochmal neu erlernt und damit auf jeden Fall neue Reize gesetzt, das Gewicht wirklich zu Hause gelassen, das Ego zu Hause gelassen, die Gewichte zurückgesteckt, die Ausführung verbessert und siehe da, es hat funktioniert. Dementsprechend Booster rein, ab aufs Laufband, 15 Minuten warm laufen und dann starten wir rein in die Session. Ich freue mich hier wie ein kleines Kind im Spieleparadies jedes Mal aufs Training. Deswegen, ich bin heiß. Wir verlassen die Mensa, wir geben uns in den zweiten Stock, in die Arm Area, beziehungsweise erstmal in den ersten, aufs Laufband, dann in den zweiten Stock und dann werden die Arme zerfetzt. Viel Spaß! Wir haben ja den guten Drahtesel, aber wie gesagt, ist jetzt hier kein anstrengendes Cardio oder so. Ich simuliere einfach das Ganze, wie ich es daheim auch mache. Von der Bahn ins Gym laufen, sprich 15 Minuten hier auf dem Laufband, ganz entspannt gehen, Booster reinkippen, mich mental schon ein bisschen aufs Training vorbereiten, überlegen, okay, die Übung mache ich zuerst, so und so gehe ich vor und ja, that's it. Einfach ja, in den Groove reinfinden und dann wird Gas gegeben. Wow, jetzt sind wir da, jetzt sind wir online, am Start. Never switch a running system. Mein Kollege Justin hat mir die Teile hier geschenkt. Unbezahlte Werbung hier, Level Equipment. Ja, und die nutze ich zurzeit zum Überkopfstrecken. Kriege einfach ein saugutes Gefühl damit rein. Da gibt es zwar auch zig Überkopfmaschinen, aber funktioniert für mich ganz gut. Was auch wichtig ist, was ich auch einen Tipp geben kann, bei Muskelgruppen, die ihr nicht so ansteuern könnt, ist wieder Bro Science vom Allerfeinsten, aber wenn ihr den Muskel arbeiten seht, dann finde ich, spürt man den auch noch mal besser. Deswegen habe ich genau dieses Kabel hier gewählt, weil ich halt gegenüber dann, nicht weil ich mich so geil finde, aber ich den Muskel arbeiten sehen kann, wenn ich Überkopf strecke. Gut Job, Alter. Boah, 3 Sätze des Wahnsinns. Weißt du, irgendwie witzig. Jetzt habe ich hier 38 verschiedene Trizepsmaschinen und was mache ich? Klassische Bank, wie sie in jedem Studio steht. JM Press finde ich aber eine extrem geile Übung. Und ja, warum nicht machen?
hier auf jeden Fall darauf achten, die Stange jetzt nicht irgendwie auf Stirnhöhe oder so runter zu lassen, sondern eher so auf Augenhöhe. Dadurch geht euer Ellenbogen in der Abwärtsbewegung ganz so hoch und ihr kriegt einen totalen Stretch auch rein. Und das ist eben das Wichtigste. Immer an die Dehnung und an die Kontraktion denken. Den Stretch spüren, dann wieder hoch, die Kontraktion spüren, Stopp. Also so muss das eigentlich ablaufen in eurem Kopf als Cue. Und dann macht ihr auf jeden Fall ordentliche Gains. Junge, Hammer das Ding. Richtig geil. Junge, es ging einfach nicht mehr. Jetzt machen wir als letzte Übung Hammer Curls am Seil. Hier für den mittleren Teil vom Arm, dass der auch schön dick ist von der Seite. Und supersetten das Ganze. Aber nicht mit einer anderen Armübung, sondern mit Seitheben an der Maschine. Habe ich mal mit Martin gemacht in New York und fand ich ganz cool so. Die letzte Übung von der Muskelpartie mit der ersten Übung von der anderen sozusagen zu supersetten. Und das geht bei Isolationsübungen sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht empfehlen, Herr Hackenschmidt mit einer, keine Ahnung, Beinpresse zu supersetten. Versteht, was ich meine. Deswegen, ja, gehen wir rüber, machen das. Gott sei Dank habe ich einen Kameramann dabei, der das eine Gerät belagern kann, während ich beim anderen bin. Ja, die Deutschen sind da, wie im Urlaub.
wisst, was das heißt. Das Workout nähert sich dem Ende. Letzten Schluck intern nämlich vor der letzten Übung. Das heißt, genau richtig. Danach haben wir noch Seitheben. Dann sind wir durch. Wowi, wowi, wowi. Schulterarme durchgefetzt. 1,5 Stunden. Passt. Gute Pace gehabt. Und somit erstmal durch mit der ersten Session für euch da draußen. Jetzt gibt es aber noch Post-Workout-Me. Ich habe Hunger. Let's go. Leute, hat Spaß gemacht. Ich zeige euch jetzt mal das richtige Oxygen. Herzlich willkommen in meinem Home-Gym hier. Was soll ich euch sagen? Mal gucken, ob der Drahtesel da hinten im Eck auch zurechtkommt hier. Aber hier kann man auch ein bisschen Eisen stemmen. Guck ich dir an. Wer will mich auf dem Fahrrad sehen? Schreibt es in die Comments. Da sind wir wieder. Wir sind in der Bude angekommen, in der Bodybuilding. Ja, wie heißt der Name? Wir haben noch keinen Namen für die Kuwait-Wohnung. Wir machen alles immer hinten dran immer länger. Ja. Kuwait Camp Kitchen. Kommen in der Kuwait Camp Kitchen. Wir sind zurück. Natürlich war ich so schlau und habe mir den Reispudding vorher schon vorm Training gemacht. Mit 1 Gramm Salz drin. Hier habe ich so Salzpäckchen. Das ist ganz praktisch, obwohl ich die Tickerwaage hier natürlich auch dabei habe, um alles genau nachzumessen. Schmeißen wir den Tacho an. Dann gibt es mein Lieblings. Ich bin Gott froh, dass der Koffer gekommen ist, weil ohne dem Cinnamon Cereal würde ich hier auf jeden Fall die 3 Wochen nicht durchstehen. Das steht mal fest. Und dann gibt es auch hier den guten alten Mikrowellen Rice Pudding Cake mit 51 Gramm, der Sonderzuschlag. Ihr kennt ihn. Jetzt muss ich hier nur ein bisschen Klartschüss machen. Wenn Alice nicht da ist. Direkt nach ein paar Tagen Katastrophe. Das ist immer so eine Sache, ne? Aber ich komme. Du warst allein zu Hause. Ich komme hier ganz gut klar, ich schlage mich gut durch irgendwie. Aber es erinnert mich an meine alten Tage, so dumm wie es klingt, denn ich habe ja auch ein Jahr in der Schweiz gewohnt, alleine, und ich habe in Stuttgart gewohnt. Ich bin ja mit 17 damals ausgezogen und war auf mich allein gestellt, und dementsprechend ja, lernt man da schon zu wirtschaften und die Bude in Schuss zu halten. Ich muss sagen, so sauber wie
wie es jetzt mit Alice ist. Ist es bei langem nicht gewesen und ist es hier auch nicht, aber hey, ich bin hier, um zu trainieren und nicht um hier ein schöne Bude zu haben oder ein schönes Leben im Sinne von, ja, ihr wisst, was ich meine, Alter. So. Guten Teig hier angemischt. Wir geben dem mal einen 2,5 Minuten Spin. Und währenddessen, wie immer nach dem Training, gibt es bei mir 2 Kapseln Magnesium. Extrem wichtig, gerade bei dem Wetter. Ich meine, in Deutschland wird es jetzt auch warm. Magnesium zuzuführen, eins der wichtigsten Mineralien. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, ist gerade auch Vitalstoff Week und ihr könnt auf jeden Fall ordentlich drauf sparen. Und Ashwa Pro gibt es auch, einfach zum Stress reduzieren nach dem Training und zur Einleitung der Erholung. Was wir auf jeden Fall neu im Sortiment haben, was ich absolut feiere, sind die Verdauungsenzyme. Damit habt ihr auf jeden Fall, gerade wenn ihr auch in der Off-Season seid, einen Game Changer, den ich euch ins Herz legen kann. Ich trinke erstmal kurz die Tabletten. Gute Idee, oder? Aber das ist eigentlich richtig gut. Nämlich 4 Kapseln morgens zum ersten Meal dazu. Es hilft einfach, die Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate aufzuspalten. Hat durch die Alpha-Liponsäure, die auch enthalten ist, einfach nochmal eine bessere Wirkung auf die Kohlenhydrateinlagerung. Also so Geschichten wie Alpha-Liponsäure, natürlich auch der Zimtteppich, die gute alte Zimt hier. Diesmal haben wir den arabischen. Der sorgt natürlich dafür, beziehungsweise auch die Alpha-Liponsäure, was da drin enthalten ist, dass die Kohlenhydrate besser eingelagert werden. Und das wollen wir auf jeden Fall haben. Und hilft auch sehr, sehr krass gegen Leute, die Probleme haben im Blähbauch oder so. Und wenn man den reduzieren kann, die Verdauung besser läuft, dann habt ihr auf jeden Fall gewonnen, denn man isst nicht, was man isst, was man absorbiert. Und das ist ein ganz, ganz prägender Spruch, den ich so mitgenommen habe und tatsächlich auch so versuche zu leben, denn es kommt nicht immer darauf an, irgendwie 8.000 oder 10.000 Kalorien zu essen, sondern die Nahrungsmittel, die ihr isst, beziehungsweise die Proteine, Fette, Kohlenhydrate, die ihr isst, die müssen im Muskel ankommen und das ist extrem wichtig. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall zuschlagen, wisst ihr Bescheid. Es werden noch viele geile neue Produkte folgen. Ich habe gerade auch eben mit dem Head des Unternehmens gesprochen, der da für die Produkte auch mitverantwortlich ist. Und da haben wir auf jeden Fall bald ein paar coole, spannende Calls, um neue Produkte zu besprechen. Jetzt warte ich aber hier auf mein, noch nicht ganz durch, warte ich sehnsüchtig noch auf mein nächstes Projekt und das hier den Reispudding zu verhaften. Fast hätte ich es vergessen, denn nach dem Training wird natürlich auch immer nochmal ein Scoop Kreatin geballert. Glutamin, sorry. Hilft auch bei Kohlenhydrataufnahme. So wird's gemacht. Wir haben einfach grüne Äpfel. Ich muss ja sagen, was sehr, sehr krass ist, hier wird tatsächlich auch für mich eingekauft, egal was ich brauche. Ich habe einfach gesagt, so, ich brauche Gluten-Free Oats. Haben die mir das natürlich aufgetrieben und direkt hingestellt. Also sehr, wirklich kranker Service. Hab dann gesagt, ich brauche noch Äpfel. Ich bin jetzt nicht so asozial und sage, ja, ich feiere keine grünen Äpfel, sondern rote. Und dann, sie haben mir halt grüne gebracht und ich dachte mir, egal, gibt es halt mal grüne. Und wenn sie leer sind, dann gibt es neue und es werden dann hoffentlich rote sein. Aber man sollte immer dankbar sein für das, was man hat und dass man überhaupt Essen auf dem Tisch hat. Hier drüber gibt es jetzt noch einen stattlichen, selbstverständlich. Im Middle East gefällt mir das halt, die wissen, weißt du, da gibt es entweder die Öffnung, die ich gerade benutze, die kleine, dann guck mal, wie die Küche hier qualmt, oder dann gleich die ganz große. Die wissen halt, wie man hier einen vernünftigen Zimtteppich ausrollt. So, kleiner Löffel am Start, Apfel am Start, ab auf die Couch. Ich sag danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, einen guten Pump.